Hallo Freunde der kleinen Bäume! Nachdem meine Aleppo-Kiefer im April 2024 das letzte Mal von mir bearbeitet wurde, darf sie jetzt, im Januar 2025, wieder auf den Drehteller. In den Kommentaren vom letzten Video, welches ich euch gerne am Ende nochmals verlinke, gibt es den einen oder anderen Hinweis, dass der gewählte Zeitpunkt schon etwas zu spät war. Jedoch hat es ihr augenscheinlich nichts ausgemacht. Wie ihr sehen könnt, ist sie kräftig gewachsen, vor allem in den oberen Ästen hat sie sicherlich mehr als 10 cm Zuwachs bekommen. Sie stand bei mir das ganze Jahr vollsonnig, hatte immer reichlich Wasser und ab und an habe ich ihr mal etwas Dünger gegeben. Soweit ich es beurteilen kann, ist sie kerngesund und sollte die anstehende Schönheitskur wegstecken können. Nachdem ich ein wenig das Unkraut entfernt habe, wollte ich keine Zeit verlieren und mich direkt von den sehr langen Trieben trennen. Ein sogenannter Silhouettenschnitt war meine erste Wahl, damit ich mir einen besseren Überblick verschaffen konnte. Beim Schneiden habe ich darauf geachtet, dass ich immer noch ein paar Nadeln am Ast habe, da sich bei Kiefern nur an diesen Stellen neue Knospen bilden. Weil ich mich mit Aleppo-Kiefern im Speziellen nicht auskenne, bin ich hier genauso vorgegangen. Wer mehr Erfahrung mit der Spezies hat, darf es gerne in die Kommentare schreiben. Nachdem der Silhouettenschnitt erledigt war und ich das Gefühl hatte, der Baum wäre jetzt schon wieder 40% kleiner, habe ich mir die einzelnen Ebenen bzw. Polster vorgenommen. Nach oben und unten wachsende Äste habe ich entfernt und mir Gedanken zu den restlichen Ästen gemacht. Ich habe mich dazu entschieden, allen Ästen die Spitze zu entfernen, da ich im letzten Jahr die Erfahrung gemacht habe, dass die Aleppo-Kiefer gerne kerzengerade wächst. Durch das Entfernen der Spitze hoffe ich, die Kiefer zum Verzweigen zu zwingen. Nach vorne kann sie jetzt nicht mehr wachsen und so muss sie notgedrungen an der Seite weiter wachsen und austreiben. Um mein Idealbild des Baums zu erreichen, habe ich mich entschieden, den gesamten Baum zu drahten. Bei Kiefern ist das mit den Nadeln immer so eine schwierige Sache. Normalerweise soll man die Nadeln nicht eindrahten, also im besten Fall vorab entfernen. Da ich jedoch noch auf eine Rückknospung hoffe und diese, wie bereits erwähnt, nur an Stellen mit Nadeln erwarte, konnte ich die Nadeln nicht entfernen. Irgendwie ein typisches Henne-Ei-Problem. Somit habe ich so gut wie möglich zwischen die Nadeln gedrahtet, die Äste bei Bedarf weiter gekürzt und in die von mir angedachten Positionen gestellt. Die unteren Äste waren relativ schnell versorgt und so bin ich eine Etage nach oben gewandert. Hier hat sich das Vorgehen wiederholt und ich habe mich von 2 bis 3 Ästen komplett getrennt. Allerdings habe ich das so in Trance gemacht, dass ich vergessen habe, die Kamera wieder einzuschalten, nachdem ich die Position gewechselt hatte. In der Krone angekommen, habe ich auch hier wieder ein paar Äste rausgeschnitten und rigoros eingekürzt. Da in der letzten Saison die Spitze so stark gewachsen ist, mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen, dass die Schnitte zu drastisch waren. Ich habe bewusst ein Ungleichgewicht zwischen den unteren Ästen und der Krone geschaffen, damit möglichst viel Energie in die unteren Äste geschickt wird.
In der kommenden Saison werde ich sehen, ob mein Plan aufgegangen ist. Bis dahin rate ich jedoch ausdrücklich vom Nachmachen ab und verspreche, dass ich das Ergebnis wieder mit euch teilen werde. Nachdem auch die wenigen verbliebenen oberen Äste in Form gebracht wurden, habe ich noch etwas das Substrat und vor allem mein verursachtes Chaos auf dem Tisch bereinigt. Wenn man sich noch einmal anschaut, wie der Baum in das heutige Video gestartet ist, dann ist das wie der sprichwörtliche Unterschied von Tag und Nacht. Mir gefällt das Ergebnis und ich bin auf eure Meinung dazu gespannt. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, wünsche euch viel Spaß mit euren Bäumen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sebastian.